Lektion 1: Navigation im öffentlichen Nahverkehr. Sie können auch, je nach Zielort, die U-Bahn oder die Straßenbahn nehmen. Das ist eine tolle Möglichkeit, sich fortzubewegen. Das ist ein toller Tipp. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln lässt sich die Stadt sehr effizient erkunden. Genau. Gerade in Stoßzeiten spart man damit oft Zeit gegenüber dem Autofahren. Ja. Außerdem haben Sie so die Möglichkeit, mehr von der Stadt zu sehen und sie wie ein Einheimischer zu erleben. Absolut. Ich liebe es, einfach in die Straßenbahn zu steigen und verschiedene Viertel zu erkunden. Ich auch. Es ist außerdem eine günstigere Option als Taxis. Auf jeden Fall. Haben Sie eine Lieblingsroute oder Linie, die Sie gerne fahren? Ich liebe es, die Linie zu nehmen, die durch das historische Viertel führt. Es ist immer faszinierend, die Architektur zu sehen. Das klingt wunderbar. Das muss ich bei meinem nächsten Besuch unbedingt ausprobieren. Lektion 2: Reiseutensilien. Habt ihr noch weitere Tipps für mich? Denken Sie daran, Sonnencreme und Mückenschutz einzupacken, wenn Sie in wärmere Gebiete reisen. Das ist ein guter Punkt. Schutz vor Sonne und Insekten ist für eine angenehme Reise unerlässlich. Ja. Diese Dinge werden leicht übersehen, können aber einen großen Unterschied für Ihr Erlebnis ausmachen. Auf jeden Fall. Ich werde sie unbedingt auf meine Packliste setzen. Großartig. Denken Sie auch daran, eine wiederverwendbare Wasserflasche mitzunehmen, damit Sie während der Erkundungstour immer genug Flüssigkeit zu sich Das nehmen ist eine können. clevere Idee. Ausreichend Flüssigkeit ist wichtig, besonders wenn Sie den ganzen Tag unterwegs sind. Auf jeden Fall. Schauen wir uns auch den Wetterbericht an, bevor wir losfahren, um entsprechend zu packen. Gut gedacht. Ich möchte während meiner Reise auf alle Wetterbedingungen vorbereitet sein. Lektion 3: Technische Probleme. Tatsächlich hatte ich letzte Woche ein Problem mit meinem Telefon, es fror ständig ein. Oh nein. Was ist passiert? Das klingt frustrierend. Ich denke, es könnte an einem Software-Update liegen, das nicht richtig installiert wurde. Das kann wirklich nervig sein. Haben Sie versucht, es neu zu starten oder Speicherplatz freizugeben? Ja, das habe ich. Der Neustart hat etwas geholfen, aber ich habe immer noch eine gewisse Verzögerung bemerkt. Vielleicht ist es an der Zeit, nach einem weiteren Update zu suchen oder ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen in Betracht zu ziehen. Das ist eine gute Idee. Ich werde mich darum kümmern. Ich möchte mich auf meinen Reisen nicht mit diesen Problemen herumschlagen. Auf jeden Fall. Am besten ist es, wenn alles reibungslos funktioniert, bevor Sie losfahren. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich werde das Problem vor meiner Reise lösen. Lektion 4: Sehenswürdigkeiten erkunden. Gibt es einen Express-Service für die Fortbewegung in der Stadt? Ja, wir bieten gegen eine zusätzliche Gebühr einen Express-Service an, der ideal für alle ist, die Zeit sparen möchten. Das klingt praktisch. So können wir die Zeit, die wir zum Erkunden der Sehenswürdigkeiten haben, auf jeden Fall optimal nutzen. Absolut. Mit dem Express-Service können wir mehr Orte besuchen, ohne Angst vor langen Wartezeiten haben zu müssen. Gibt es Attraktionen, die wir Ihrer Meinung nach unbedingt in unsere Reiseroute aufnehmen sollten? Ich denke, wir sollten uns die historischen Wahrzeichen nicht entgehen lassen, denn sie bieten einen Einblick in die reiche Geschichte der Stadt.
Das klingt fantastisch. Ich wollte diese berühmten Orte schon immer sehen und mehr über ihre Bedeutung erfahren. Ja. Jeder dieser Orte erzählt eine einzigartige Geschichte, die unser Erlebnis wirklich bereichern kann. Ich kann es kaum erwarten, diese Reise zu beginnen und gemeinsam all die unglaublichen Sehenswürdigkeiten zu erkunden. Lektion 5: Gemüsevorlieben. Manche Leute mögen grünes Gemüse wie Brokkoli und Rosenkohl nicht so sehr, aber ich mag es tatsächlich. Wirklich? Das ist interessant. Ich finde, beides kann sehr lecker sein, wenn es richtig zubereitet wird, besonders mit den richtigen Gewürzen. Absolut. Ich liebe die Vielseitigkeit von Brokkoli. Er kann gedämpft, geröstet oder sogar zu Suppen verarbeitet werden. Ja. Und Rosenkohl hat einen so tollen Geschmack, besonders wenn er mit etwas Knoblauch und Olivenöl karamellisiert wird. Genau. Es kommt ganz auf die Zubereitung an, richtig zubereitet können sie köstlich sein. Ich stimme zu. Es ist überraschend, wie viele Menschen aufgrund ihrer Geschmacksvorlieben auf dieses nahrhafte Gemüse verzichten. Ja. Wenn Sie ihnen nur eine Chance geben würden, entdecken Sie vielleicht ein neues Lieblingsgericht. Auf jeden Fall. Lass uns mal gemeinsam ein neues Rezept mit diesem Gemüse ausprobieren. Das fände ich toll. Das Ausprobieren verschiedener Gerichte könnte uns helfen, sie noch mehr zu schätzen. Lektion 6: Historische Betrachtungen. Das Sediment in Port Royal im heutigen Nova Scotia hat eine so reiche Geschichte, finden Sie nicht? Ja, es ist faszinierend. Obwohl Port Royal und andere Kolonien nur sehr unterschiedliche Erfolge hatten, sind ihre Geschichten so fesselnd. Genau. Diese frühen Siedlungen waren mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert und haben dennoch einen bedeutenden Beitrag zur Geschichte geleistet. Absolut. Man fragt sich, wie anders unsere Welt wäre, wenn diese Kolonien floriert hätten. Ich glaube, dass die Erkundung dieser historischen Stätten uns heute wertvolle Erkenntnisse vermitteln kann. Ja. Das Verständnis der Vergangenheit hilft uns, die Gegenwart zu schätzen und unsere Zukunft zu gestalten. Ich würde diese historischen Stätten gerne besuchen und mehr über ihre Bedeutung erfahren. Ich auch. Lass uns gemeinsam eine Reise planen, um die Geschichte der frühen Siedlungen zu erkunden. Das klingt nach einem Abenteuer. Ich kann es kaum erwarten, in die reiche Kultur und die Geschichten einzutauchen. Lektion 7: Einkaufsfunde. Ich habe vor kurzem einen Markt mit einer großen Produktvielfalt besucht. Es war überwältigend, aber aufregend. Das klingt wunderbar. Was hast du gekauft? Ist dir etwas Besonderes aufgefallen? Ich habe einige handgefertigte Kunsthandwerkstücke und einzigartige Snacks mitgenommen, die anderswo schwer zu finden sind. Das ist großartig. Ich liebe es, lokale Produkte zu entdecken, die die Kultur des Ortes widerspiegeln. Genau. Das macht das Einkaufserlebnis viel bedeutsamer, nicht wahr? Ja. Ich finde es wichtig, lokale Handwerker und Unternehmen zu unterstützen, wann immer wir können. Auf jeden Fall. Nehmen wir uns vor, auf unseren Reisen weitere Märkte zu erkunden. Das würde mir gefallen. Jeder Markt hat seinen eigenen Charme und besondere Angebote, die es zu entdecken gilt. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche Schätze wir bei unserem nächsten Abenteuer gemeinsam finden. Lektion 8: Entscheidungen zum Haarschnitt.
Ich habe überlegt, mir eine Abkürzung zuzulegen. Das könnte lustig und stilvoll sein. Das stimmt. Ein Kurzhaarschnitt kann Ihr Aussehen wirklich verändern und ist viel einfacher zu handhaben. Genau. Ich habe gehört, dass kurze Haare praktischer sein können, besonders bei heißem Wetter. Ja. Es ist auch eine tolle Möglichkeit, Ihren Stil aufzufrischen und vielleicht sogar etwas Neues auszuprobieren. Allerdings bin ich etwas nervös, weil ich eine so große Veränderung vornehme. Das ist völlig verständlich. Vielleicht könnten Sie mit einem Trimmen beginnen, bevor Sie sich für eine vollständige Abkürzung entscheiden. Das ist eine gute Idee. Es würde mir helfen, mich an die Veränderung zu gewöhnen, ohne mich überfordert zu fühlen. Auf jeden Fall. Außerdem können Sie es immer noch kürzer machen, wenn Ihnen der ursprüngliche Schnitt gefällt. Ich werde darüber nachdenken und vielleicht bald einen Termin vereinbaren. Lektion 9: Shakespeares Einfluss. Wussten Sie, dass Shakespeare offenbar viele Wörter in die Sprache eingeführt hat? Ja, das habe ich gehört. Es ist faszinierend, darüber nachzudenken, wie seine Werke die englische Sprache im Laufe der Jahrhunderte geprägt haben. Genau. Viele Redewendungen, die wir heute verwenden, stammen aus seinen Theaterstücken und Sonetten. Absolut. Seine sprachliche Kreativität ist wirklich bemerkenswert und beeinflusst auch heute noch Schriftsteller. Ich denke, dass die Diskussion seines Einflusses uns helfen kann, den Reichtum der englischen Sprache wertzuschätzen. Ja. Es ist erstaunlich zu sehen, wie sich die Sprache im Laufe der Zeit entwickelt und anpasst. Ich würde gerne einige seiner weniger bekannten Werke erkunden und sehen, welche neuen Ausdrucksformen ich entdecken kann. Das klingt nach einer großartigen Idee. Tauchen wir gemeinsam in seine Gedichte und Theaterstücke ein. Ich kann es kaum erwarten. Das wird eine unterhaltsame Möglichkeit sein, unser Verständnis von Sprache und Literatur zu vertiefen. Lektion 10: Effektives Zeitmanagement. Ich habe versucht, meine Zeit effektiv einzuteilen. Es ist wichtig, Aufgaben zu priorisieren. Auf jeden Fall. Durch das Setzen von Prioritäten wird sichergestellt, dass die wichtigsten Aufgaben zuerst erledigt werden. Ja. Ich finde oft, dass größere Projekte weniger überwältigend wirken, wenn man sie in kleinere Teile aufteilt. Das ist ein cleverer Ansatz. So können Sie sich auf einen Schritt nach dem anderen konzentrieren und Ihren Fortschritt verfolgen. Genau. Außerdem motiviert mich das Feiern dieser kleinen Erfolge, weiterzumachen. Ja. Ich bin davon überzeugt, dass Ordnung der Schlüssel zur Aufrechterhaltung der Produktivität und zur Stressreduzierung ist. Ich arbeite daran, einen Tagesplan zu erstellen, der mir hilft, auf Kurs zu bleiben. Das ist eine tolle Idee. Lasst uns unsere Planungstechniken austauschen, um uns gegenseitig zu verbessern. Das würde mich freuen. Gemeinsam können wir effektive Strategien für ein besseres Zeitmanagement finden. Lektion 11: Kreative Möglichkeiten. Ja, es ist eine tolle Möglichkeit, abzuschalten und sich auf etwas Kreatives zu konzentrieren, nicht wahr? Absolut. Sich kreativ zu betätigen kann sehr therapeutisch und erfüllend sein. Ich finde, dass es mir ermöglicht, meine Gedanken und Gefühle auf eine andere Art auszudrücken. Ja. Es ist erstaunlich, wie Kreativität uns ein Ventil für Emotionen bieten kann, die wir sonst vielleicht nicht ausdrücken würden. Genau. Ob malen, schreiben oder basteln, schaffen hat etwas Besonderes. Dem kann ich nur zustimmen. Es ist außerdem eine wunderbare Möglichkeit,
vom Alltagsstress abzuschalten. Auf jeden Fall. Nehmen wir uns Zeit, gemeinsam unsere kreative Seite zu entdecken. Es könnte eine tolle Erfahrung werden. Das würde mich freuen. Die Zusammenarbeit an einem Projekt könnte zu interessanten Ergebnissen führen. Auf jeden Fall. Lasst uns ein paar Ideen sammeln und sehen, wohin uns unsere Kreativität führt. Lektion 12: Hilfe bei der Ankunftsplanung. Natürlich. Ich helfe Ihnen gerne, wenn Sie in London ankommen. Das ist so nett von Ihnen. Wann kommen Sie in London an? Ich lande an einem Freitagnachmittag und habe daher das ganze Wochenende Zeit, um es mit Ihnen zu verbringen. Perfekt. Es wird toll sein, Ihnen alles zu zeigen und Ihnen einige lokale Spezialitäten vorzustellen. Ich freue mich darauf. Gibt es bestimmte Orte, die ich Ihrer Meinung nach zuerst sehen sollte? Auf jeden Fall. Wir sollten mit den Wahrzeichen wie dem Tower of London und dem Buckingham Palace beginnen. Das klingt nach Attraktionen, die man gesehen haben muss. Ich kann es kaum erwarten, sie mit Ihnen zu erkunden. Ja. Außerdem finden wir unterwegs ein paar gemütliche Plätze, um etwas zu essen. Das klingt nach einem perfekten Plan. Ich freue mich schon auf meine Reise und die gemeinsame Zeit. Lektion 13: Ziele setzen. Bei der Bewältigung großer Projekte ist es wichtig, realistische Ziele zu setzen und Aufgaben in kleinere Teile aufzuteilen. Auf jeden Fall. Mit diesem Ansatz erscheinen selbst die schwierigsten Aufgaben machbar. Ja. Ich stelle oft fest, dass das Setzen kleinerer Meilensteine mir hilft, auf dem Weg motiviert zu bleiben. Ich stimme zu. Das Feiern dieser kleinen Erfolge kann Ihr Selbstvertrauen und Ihre Begeisterung wirklich steigern. Genau. Es ist eine tolle Möglichkeit, den Fortschritt zu verfolgen und sicherzustellen, dass ich mich in die richtige Richtung bewege. Darüber hinaus trägt es dazu bei, die Überforderung zu verringern, die bei größeren Projekten auftreten kann. Auf jeden Fall. Verwenden Sie beim Setzen Ihrer Ziele bestimmte Strategien? Ich schreibe meine Ziele gerne auf und halte sie sichtbar, um mich daran zu erinnern, worauf ich hinarbeite. Das ist eine fantastische Idee. Visuelle Erinnerungen können eine großartige Motivationsquelle sein., was ihnen eine sehr festliche Note verleiht. Ja. Ich liebe die Vielseitigkeit von Pastellkleidern. Je nach Accessoires können sie elegant oder leger wirken. Absolut. Ein einfaches Paar High Heels oder sogar ein paar stylische Flats könnten den Look wunderbar abrunden. Und vergessen wir nicht die richtigen Accessoires, eine hübsche Handtasche und zarter Schmuck wären perfekt. Auf jeden Fall. Es geht darum, die perfekte Balance zwischen Eleganz und Komfort zu finden. Ich bin schon gespannt, was Sie wählen. Es macht bestimmt Spaß, verschiedene Stile auszuprobieren. Ja. Machen wir einen Tag daraus und erkunden gemeinsam einige Boutiquen. Lektion 15: Erkundung der Vorstadtentwicklung.
Mit der Zeit lebten die meisten Menschen in den Vororten, und schließlich wurden in diesen Gebieten Geschäfte und kleine Einkaufszentren gebaut. Ja, es ist interessant zu sehen, wie sich die Vororte im Laufe der Jahre entwickelt haben, um den Bedürfnissen der wachsenden Bevölkerung gerecht zu werden. Genau. Die Nähe zu Geschäften hat die Art und Weise verändert, wie Menschen einkaufen und ihre täglichen Besorgungen erledigen. Absolut. Es ist bemerkenswert, wie diese Entwicklungen das Gemeinschaftsleben und die sozialen Interaktionen beeinflusst haben. Ich finde es faszinierend, welche Vor- und Nachteile das Leben in Vorstädten hat, insbesondere im Hinblick auf die Erreichbarkeit von Stadtzentren. Ja. Das Leben in den Vororten bietet zwar mehr Platz, kann sich im Vergleich zum Stadtleben aber manchmal isoliert anfühlen. Ich stimme zu. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zwischen Komfort und Bequemlichkeit zu finden. Genau. Lass uns das nächste Mal ein paar Vororte erkunden, es könnte aufschlussreich sein, die Unterschiede aus erster Hand zu sehen. Das würde mir gefallen. Es ist immer gut zu verstehen, wie sich unterschiedliche Wohnumgebungen auf unseren Lebensstil auswirken. Lektion 16. Wertschätzung des Modellbaus. Ich habe vor kurzem jemanden kennengelernt, der Modellbau schätzt. Es ist ein so detailreiches und kreatives Hobby. Das klingt interessant. Modellbau erfordert viel Geduld und Liebe zum Detail, nicht wahr? Absolut. Ich bewundere, wie geschickte Modellbauer solch komplizierte Designs von Grund auf erstellen können. Ja. Es ist faszinierend zu sehen, wie sie ihre Visionen zum Leben erwecken können, egal ob es sich um Gebäude, Fahrzeuge oder Landschaften handelt. Ich denke, es könnte eine lustige Aktivität für uns sein, die wir gemeinsam ausprobieren könnten. Wir könnten sogar Bilder von unseren Fortschritten austauschen. Das ist eine tolle Idee. Es wäre unterhaltsam, Tipps und Techniken auszutauschen, während wir an unseren Modellen arbeiten. Genau. Außerdem wäre es lohnend zu sehen, wie unsere Kreationen am Ende aussehen. Ich kann es kaum erwarten. Lasst uns ein paar Materialien sammeln und einen Termin für unser Modellbauabenteuer festlegen. Klingt perfekt. Ich freue mich darauf, gemeinsam kreativ zu werden. Lektion 17. Indoor-Aktivitäten. Wie wäre es, dieses Wochenende mit Freunden einen Film anzusehen oder Brettspiele zu spielen? Das klingt nach einer fantastischen Idee. Es ist immer schön, einen entspannten Abend voller Lachen und Spaß zu verbringen. Genau. Wir könnten uns einen Filmklassiker aussuchen und einen kleinen Filmmarathon veranstalten. Ja. Und wir können es mit ein paar Brettspielen aufpeppen, um zwischen den Filmen ein bisschen freundschaftlichen Wettbewerb zu veranstalten. Das finde ich toll. Spiele sind eine tolle Möglichkeit, alle zu begeistern und unvergessliche Momente zu schaffen. Auf jeden Fall. Außerdem sind Snacks sowohl für Film- als auch für Spieleabende ein Muss. Auf jeden Fall. Lasst uns Popcorn zubereiten und vielleicht sogar eine Pizza bestellen, damit alle zufrieden sind. Perfekt. Ich kann es kaum erwarten, abzuhängen und einen gemütlichen Abend mit Freunden zu verbringen. Ich auch. Es wird eine wunderbare Möglichkeit sein, abzuschalten und neue Kontakte zu knüpfen. Lektion 18. Meilensteine im Basketball. Nachdem er die Auszeichnung Rookie of the Year der NBA gewonnen hatte, begann Jordan schnell, eine Reihe von Werbeverträgen zu unterzeichnen. Das ist beeindruckend. Es ist erstaunlich zu sehen, wie Talent in der Sportbranche so viele Türen öffnen kann. Genau.
Sein Erfolg auf dem Platz ebnete den Weg für eine bemerkenswerte Karriere auch außerhalb des Platzes. Ja. Es ist faszinierend, wie Sportler ihren Ruhm nutzen können, um florierende Geschäftsvorhaben zu starten. Ich denke, es ist ein großartiges Beispiel dafür, wie harte Arbeit und Hingabe zu zahlreichen Möglichkeiten führen können. Absolut. Jordans Einfluss geht über den Basketball hinaus, er ist zu einer globalen Ikone geworden. Ja. Seine Marke hat unsere Sicht auf Sportmarketing völlig verändert. Ich würde gerne mehr darüber erfahren, wie er seine Marke aufgebaut hat und welche Strategien er verwendet hat. Lassen Sie uns gemeinsam danach forschen. Es wäre interessant zu sehen, wie wir diese Erkenntnisse auf unsere eigenen Ziele anwenden können. Lektion 19: Die Natur genießen. Ich hoffe, es bleibt schön draußen. Ich würde dieses Wochenende gerne ein paar Aktivitäten im Freien genießen. Ich auch. Es wäre toll, Zeit draußen zu verbringen und Sonne und frische Luft zu tanken. Genau. Ob beim Wandern, Radfahren oder einfach nur beim Picknick, draußen zu sein kann so erfrischend sein. Absolut. Ich finde, die Natur hebt meine Stimmung und klärt meinen Kopf. Ja. Lass uns etwas Schönes planen, zum Beispiel einen Ausflug in den Park oder zu einem nahegelegenen Wanderweg. Das klingt perfekt. Aktiv im Freien zu sein ist eine tolle Möglichkeit, sich zu entspannen und die Schönheit um uns herum zu genießen. Ich stimme zu. Außerdem ist es eine Gelegenheit, sich von der Technik zu lösen und wieder mit der Natur in Kontakt zu kommen. Auf jeden Fall. Packen wir unbedingt ein paar Snacks und Getränke für unser Outdoor-Abenteuer ein. Ich kann es kaum erwarten. Es wird eine wunderbare Möglichkeit sein, das schöne Wetter optimal zu nutzen. Lektion 20: Spektakuläre Landschaften. Die atemberaubenden Landschaften und die Chance, die Nordlichter zu sehen, sind unglaubliche Gründe für einen Besuch im Norden. Auf jeden Fall. Die Nordlichter zu erleben steht definitiv auf meiner Wunschliste, es sieht magisch aus. Ja. Ich habe so viele Fotos von den leuchtenden Farben gesehen, die am Himmel tanzen. Es muss atemberaubend sein, wenn man es in Wirklichkeit sieht. Ich kann es mir nur vorstellen. Es ist eines dieser Naturwunder, die man gesehen haben muss, um es zu glauben. Genau. Lass uns gemeinsam eine Reise an einen Ort planen, an dem wir dieses Phänomen erleben können. Das klingt fantastisch. Ich würde gerne die wunderschönen Landschaften und Lichter erkunden. Wir könnten sogar tagsüber wandern gehen, um die Landschaft zu genießen, bevor der Himmel nachts erleuchtet wird. Ja. Es wäre das perfekte Abenteuer, die Erkundung der Natur mit einer atemberaubenden Lichtshow zu verbinden. Ich kann es kaum erwarten, mit der Planung dieser Reise zu beginnen. Sie wird unvergesslich. Lektion 21: Finanzielle Ziele. Um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen, ist es wichtig, die Dinge langsam, aber sicher anzugehen. Es erfordert Zeit und Hingabe. Ich stimme voll und ganz zu. Das Setzen realistischer Meilensteine kann dazu beitragen, dass sich die Reise leichter bewältigen lässt. Genau. Ich stelle oft fest, dass es meine Motivation stärkt, größere Ziele in kleinere Schritte aufzuteilen. Ja. Das Feiern dieser kleinen Erfolge auf dem Weg kann Ihr Selbstvertrauen wirklich stärken. Ich denke, es ist wichtig, konzentriert zu bleiben und uns daran zu erinnern, warum wir auf diese Ziele hinarbeiten. Auf jeden Fall. Ein Vision Board oder Tagebuch kann dabei helfen, den Fokus und die Motivation aufrechtzuerhalten. Das ist eine tolle Idee.
Ich werde meinen Fortschritt verfolgen und meine Pläne bei Bedarf anpassen. Ich unterstütze Sie gerne dabei. Lassen Sie uns regelmäßig über unsere Fortschritte sprechen und uns gegenseitig ermutigen. Ich bin begeistert. Gemeinsam können wir uns gegenseitig dabei helfen, Verantwortung zu übernehmen und unsere finanziellen Träume zu verwirklichen. Lektion 22. Gartentipps. Züchten Sie in dieser Saison hauptsächlich Blumen wie Rosen und Sonnenblumen? Ja. Ich finde, sie bringen so viel Farbe und Leben in den Garten und sind relativ pflegeleicht. Das klingt wunderschön. Ich liebe es, wie leuchtende Blumen jeden Raum erhellen können. Auf jeden Fall. Außerdem macht es mir Spaß, sie zu pflegen und ihnen beim Blühen zuzusehen. Haben Sie Tipps, wie man sie während der gesamten Wachstumsperiode gesund hält? Auf jeden Fall. Regelmäßiges Gießen und ausreichend Sonnenlicht sind die Schlüsselfaktoren für den Erfolg. Das werde ich mir merken. Ich finde es auch wichtig, regelmäßig auf Schädlinge zu achten, um Schäden vorzubeugen. Ja. Wenn Sie auf Probleme achten, können Sie sich später viel Ärger ersparen. Ich kann es kaum erwarten, Ihren Garten in voller Blüte zu sehen. Er wird bestimmt atemberaubend. Lektion 23. Morgengrüße. Guten Morgen. Ich hoffe, es geht Ihnen heute gut. Guten Morgen. Ja, das bin ich. Und Sie? Mir geht es gut, danke. Ich bin gespannt, was der Tag für uns bereithält. Ich auch. Ich denke, es wird ein produktiver Tag voller Möglichkeiten. Auf jeden Fall. Lasst uns das Beste daraus machen und unsere Pläne gemeinsam in Angriff nehmen. Ja. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was wir bis zum Ende des Tages erreicht haben. Ich bin zuversichtlich. Setzen wir uns ein paar Ziele und legen wir los. Tolle Idee. Gemeinsam können wir den heutigen Tag zu etwas ganz Besonderem machen. Ich bin bereit. Tauchen wir in unsere Aufgaben ein und genießen den bevorstehenden Tag. Lektion 24. Check-in-Pläne. Ich habe über unsere Reise nachgedacht und möchte am 15. einchecken und am 18. auschecken. Das klingt super. Hast du das Hotel für diese Daten schon gebucht? Noch nicht, aber ich möchte sicherstellen, dass wir ein gutes Zimmer bekommen. Was meint ihr? Auf jeden Fall. Es ist wichtig, einen Ort zu finden, der unseren Bedürfnissen und Vorlieben entspricht. Ich stimme zu. Sollten wir auf Annehmlichkeiten wie einen Pool oder Frühstück achten? Ja, das sind definitiv Vorteile, die wir berücksichtigen sollten. Und was ist mit der Lage? Die Nähe zu den Sehenswürdigkeiten wäre doch ideal, oder? Auf jeden Fall. Es spart uns Zeit und macht unsere Reise angenehmer. Haben Sie bestimmte Hotels im Sinn, die wir uns ansehen sollten? Lektion 25. Designvergleiche. Super! Nimm dir unbedingt etwas Zeit, um die Designs und Preise unserer Outfits zu vergleichen. Natürlich. Es ist wichtig, die besten Angebote zu finden, ohne Kompromisse beim Stil einzugehen, oder? Genau. Ich möchte, dass wir gut aussehen, ohne uns zu ruinieren. Sollten wir für jedes Outfit ein Budget festlegen, um im Zeitplan zu bleiben? Das ist eine clevere Idee. So können wir vermeiden, zu viel Geld auszugeben.
Perfekt. Lass uns eine Liste mit den Dingen erstellen, die wir brauchen, bevor wir mit dem Einkaufen beginnen. Einverstanden. So können wir uns zunächst auf die Suche nach dem Wesentlichen konzentrieren. Und wenn wir Zeit haben, können wir immer ein paar trendige Artikel erkunden. Ja. Es wird spannend zu sehen, welche neuen Stile es gibt. Lektion 26. Ganzjähriger Tourismus. Wissen Sie, der Tourismus floriert hier, da das Klima das ganze Jahr über gut ist. Das stimmt. Das macht es zu jeder Zeit zu einem großartigen Reiseziel, nicht wahr? Auf jeden Fall. Ich liebe die Vielfalt der Aktivitäten im Laufe der Jahreszeiten. Absolut. Ob Wandern im Sommer oder Skifahren im Winter, es ist für jeden etwas dabei. Es ist faszinierend, wie dieser Ort Touristen aus aller Welt anzieht. Ich habe auf meinen Reisen hierher so viele interessante Menschen kennengelernt. Ich auch. Es ist immer spannend, Erfahrungen mit anderen zu teilen. Und die lokale Kultur ist so lebendig, dass sie das gesamte Erlebnis bereichert. Ich stimme voll und ganz zu. Es macht unsere Abenteuer noch unvergesslicher. Lektion 27. Die Bewegung eines Autos verstehen. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie die Drehbewegung einer Welle mit den Rädern zusammenhängt? Ja. Es ist faszinierend, wie sich das Auto vorwärts bewegt, wenn sich die Räder drehen. Genau. Es ist wie eine gut geölte Maschine, die in perfekter Harmonie arbeitet. Und es ist erstaunlich, wie jedes Teil seinen Teil dazu beiträgt, das Auto funktionsfähig zu machen. Das ist es wirklich. Die Mechanik dahinter ist ziemlich kompliziert. Ich liebe es, zu lernen, wie Dinge zusammenwirken. Es ist so aufschlussreich. Und wenn Sie den Vorgang verstehen, fühlt sich das Fahren noch beeindruckender an. Auf jeden Fall. Es verleiht der Wertschätzung für die Technologie in Autos eine ganz neue Dimension. Ich kann es kaum erwarten, tiefer in die Interaktion verschiedener Systeme einzutauchen. Lektion 28. Sport und der Boom des 20. Jahrhunderts. Wussten Sie, dass die beliebten Rennen mit dem Boom der Sport- und Trainingsbranche im späten 20. Jahrhundert zusammenfielen? Ja. Es ist unglaublich, wie diese Zeit die Fitnesskultur beeinflusst hat. Auf jeden Fall. Immer mehr Menschen sind sich der Bedeutung von Bewegung bewusst geworden. Und es löste einen Trend aus, der bis heute anhält, nicht wahr? Auf jeden Fall. Veranstaltungen wie Marathons wurden zu großen gesellschaftlichen Zusammenkünften. Es ist interessant, wie sie Gemeinschaft und gesunden Wettbewerb fördern. Ich finde es toll, dass sie Menschen dazu inspirieren, ihre Grenzen zu überschreiten. Genau. Es geht um Motivation und das Erreichen persönlicher Ziele. Und die Energie bei diesen Veranstaltungen ist einfach elektrisierend. Lektion 29. Anerkennung der Arbeit von Frauen. Es ist überraschend, wie viele hochkompetente Frauen in verschiedenen Branchen stark unterbezahlt sind. Ich weiß, oder? Sie führen oft das Sagen, während andere die Lorbeeren ernten. Es ist frustrierend zu sehen, dass ihre harte Arbeit unbemerkt bleibt. Auf jeden Fall. Sie verdienen Anerkennung und eine faire Vergütung. Ich hoffe, dass mehr Menschen beginnen, ihre Beiträge anzuerkennen. Ja.
Es ist unerlässlich, um einen gerechteren Arbeitsplatz zu schaffen. Veränderungen gehen langsam voran, aber Gespräche wie diese können dazu beitragen, das Bewusstsein zu schärfen. Genau. Wir müssen uns für Fairness und Gleichberechtigung einsetzen. Gemeinsam können wir die Bewegung für Veränderungen unterstützen. Lektion 30. Die Zukunft der Informatik. Absolut. Die Idee, dass Computer mit Qubits statt mit Bits arbeiten, ist revolutionär. Das ist es wirklich. Quantencomputing hat das Potenzial, alles zu verändern. Stellen Sie sich die Geschwindigkeit und Effizienz vor, die wir mit einer solchen Technologie erreichen könnten. Ja, es könnte komplexe Probleme viel schneller lösen als herkömmliche Computer. Und es öffnet die Tür für Fortschritte, die wir noch nicht einmal vorhersehen können. Ich bin gespannt auf die Möglichkeiten. Was wird Ihrer Meinung nach der erste große Durchbruch sein? Das ist schwer zu sagen, aber ich glaube, es wird Auswirkungen auf Bereiche wie Medizin und Kryptographie haben. Das ergibt Sinn. Die Auswirkungen sind weitreichend und spannend, nicht wahr? Absolut. Wir stehen am Rande einer technologischen Revolution. Lektion 31. Unvergessliche Begegnungen mit Tieren. Ich hatte im Zoo immer eine lustige und interessante Zeit. Einige der Tiere waren sehr groß, nicht wahr? Ja. Es ist faszinierend, solch majestätische Kreaturen aus der Nähe zu sehen. Ich liebe es, dass sich jeder Besuch wie ein neues Abenteuer anfühlt, bei dem es so viel zu entdecken gibt. Genau. Jedes Tier hat seine eigene, einzigartige Geschichte zu erzählen. Und der pädagogische Aspekt macht es noch lohnender. Ich stimme zu. Es ist so bereichernd, etwas über ihre Lebensräume und ihr Verhalten zu lernen. Darüber hinaus ist es eine großartige Möglichkeit, Naturschutzbemühungen zu fördern. Ja. Wir können etwas bewirken, indem wir den Schutz der Tierwelt unterstützen. Lasst uns bald einen weiteren Besuch planen, ich kann es kaum erwarten, mehr zu sehen. Lektion 32. Harits Reise. Dieser Ort bot Neuankömmlingen Schutz und Harriet unternahm etwa 11 Reisen von Kanada aus. Das ist unglaublich. Ihr Engagement hat für viele Menschen wirklich einen Unterschied gemacht. Absolut. Es ist inspirierend, ein solches Engagement für andere zu sehen. Es muss eine Herausforderung, aber auch eine Belohnung gewesen sein, so vielen zu helfen. Ja, und ihre Geschichte erinnert uns daran, welchen Einfluss ein einzelner Mensch haben kann. Es ist erstaunlich, wie Freundlichkeit in einer Gemeinschaft Wellen schlagen kann. Ich hoffe, dass mehr Menschen von ihrer Reise erfahren. Es ist wichtig, diese Geschichten zu teilen. Auf jeden Fall. Sie inspirieren uns, mitfühlend und proaktiv zu sein. Gemeinsam können wir ihr Vermächtnis ehren, indem wir ihre Arbeit fortsetzen. Lektion 33. Kleidung einkaufen. Das ist perfekt. Ich brauche neue Kleidung. Gibt es sonst noch etwas, das es wert ist, überprüft zu werden? Ja. Es ist immer gut, zur Abwechslung ein paar verschiedene Geschäfte auszuprobieren. Ich stimme zu. Manchmal findet man die besten Funde an unerwarteten Orten. Genau. Außerdem entdecken wir vielleicht neue Stile, an die wir noch nicht gedacht haben. Sollten wir nach Saison allen Artikeln suchen oder uns auf das Wesentliche konzentrieren? Ideal wäre eine Mischung aus beidem.
Wir sollten Vielseitigkeit einplanen. Super Idee. So sind wir für jeden Anlass gerüstet. Und es wird auch das Packen für unsere Reise viel einfacher machen. Auf jeden Fall. Lass uns eine Liste mit den Dingen machen, die wir brauchen, bevor wir losfahren. Lektion 34: Meeresfrüchtegenuss. Ich glaube, ich werde die Meeresfrüchteplatte probieren. Sie klingt köstlich und repräsentiert das traditionelle Gericht der Region perfekt. Das ist eine tolle Wahl. Meeresfrüchte sind in Küstengebieten oft ein Highlight, nicht wahr? Absolut. Ich liebe es, wie frisch und aromatisch es sein kann. Und du? Ich denke über etwas Leichteres nach, vielleicht einen Salat mit etwas Fisch aus der Region. Das klingt erfrischend. Es ist schön, schwerere Gerichte durch leichtere Alternativen auszugleichen. Genau. Und es gibt uns die Möglichkeit, verschiedene Aromen der Region zu probieren. Ich kann es kaum erwarten, die Platte mit Ihnen zu teilen. Es wird Spaß machen, sie gemeinsam zu erkunden. Ja. Gemeinsames Essen ist immer ein tolles Erlebnis, finden Sie nicht? Auf jeden Fall. Essen bringt Menschen wirklich zusammen und schafft bleibende Erinnerungen. Lektion 35: Künstlerische Techniken. Ich habe über Lithografie gelesen und es ist faszinierend, wie dieses Verfahren im Norden zur Herstellung von Drucken populär wurde. Es ist wirklich interessant. Die Lithografie ermöglicht eine so detaillierte Darstellung von Szenen und Ereignissen, nicht wahr? Ja. Die Fähigkeit, Bilder so präzise auf Papier zu übertragen, ist eine wahre Kunstform. Und es eröffnete Künstlern neue Möglichkeiten, ihrer Kreativität Ausdruck zu verleihen. Genau. Es ist erstaunlich, wie Technologie Kunst und Zugänglichkeit verändern kann. Ich frage mich, wie viele berühmte Künstler in ihren Werken die Lithografie verwendet haben. Ziemlich viele, glaube ich. Es ist ein wichtiger Teil der Kunstgeschichte, der mehr Aufmerksamkeit verdient. Auf jeden Fall. Lass uns irgendwann einmal gemeinsam einige berühmte Lithografien erkunden. Tolle Idee. Es wird Spaß machen, in die Welt der Drucke und ihrer Schöpfer einzutauchen. Lektion 36: Den Raum vorbereiten. Das klingt nach einer guten Idee. Wie sollte ich den Raum für unser Projekt vorbereiten? Zuerst sollten wir jegliche Unordnung beseitigen, um einen sauberen Arbeitsbereich zu schaffen. Richtig. Ein aufgeräumter Raum hilft uns, uns besser zu konzentrieren und produktiver zu sein. Genau. Danach können wir alle benötigten Materialien zusammensuchen. Sollten wir eine Liste erstellen, um sicherzustellen, dass wir nichts Wichtiges vergessen? Ja. Eine Checkliste ist eine großartige Möglichkeit, organisiert und effizient zu bleiben. Ich werde anfangen, aufzuschreiben, was wir für das Projekt brauchen könnten. Perfekt. Sobald wir alles vorbereitet haben, können wir direkt loslegen. Ich bin gespannt, loszulegen und zu sehen, wie alles zusammenkommt. Lektion 37: Preisvergleiche. Wir sollten die Preise auf verschiedenen Websites vergleichen, um die besten Angebote zu finden. Das ist ein kluger Schachzug. Es ist immer gut, sicherzustellen, dass wir etwas für unser Geld bekommen. Genau. Außerdem ist es beim Online-Shopping ganz einfach, schnell mehrere Optionen zu prüfen. Sollten wir beim Preisvergleich auch die Versandkosten berücksichtigen?
Auf jeden Fall. Diese können sich summieren und den Gesamtwert unserer Einkäufe beeinflussen. Verstanden. Wie sieht es mit dem Lieferirrt aus? Auch dieser kann sich auf die Lieferzeit unserer Artikel auswirken. Ja, es ist wichtig, einen Standort auszuwählen, der einen pünktlichen Versand ohne zusätzliche Gebühren bietet. Berücksichtigen wir dies unbedingt auch bei unseren Vergleichen. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich darauf, gemeinsam ein paar tolle Angebote zu finden. Lektion 38 – Theatererfolg. Wussten Sie, dass eine 6-wöchige Spielzeit mit großem Erfolg im Jahr 1957 zum Bau eines permanenten Theaters führte? Das ist unglaublich. Es ist erstaunlich, wie erfolgreiche Produktionen die lokale Kultur prägen können. Absolut. Ein festes Theater bietet der Gemeinde so viele Möglichkeiten. Ja. Es bietet Platz für verschiedene Aufführungen und Veranstaltungen und bereichert so die lokale Kunstszene. Ich würde gerne sehen, was für Shows Sie dort aufführen. Ich auch. Es wäre spannend, regelmäßig Live-Auftritte zu erleben. Und es würde ein Gemeinschaftsgefühl zwischen Publikum und Künstlern schaffen. Genau. Ein Theater kann Menschen wirklich zusammenbringen und lokale Talente fördern. Planen wir bald einen Besuch, um uns eine Show anzusehen. Lektion 39 – Musikalisch Talente. Ich konnte schon immer sehr gut Bratsche spielen, es ist ein so schönes Instrument. Das ist wunderbar. Die Bratsche hat einen so vollen, warmen Klang, der Musik Tiefe verleiht. Ich stimme voll und ganz zu. Ich habe auch mehr Gesangsunterricht genommen, um meine musikalischen Fähigkeiten zu verbessern. Das klingt nach einer fantastischen Kombination. Gesang kann die instrumentalen Fähigkeiten hervorragend ergänzen. Ja. Es hilft, Melodien und Harmonien besser zu verstehen. Ich würde sie gerne einmal spielen und singen hören. Es muss magisch sein. Ich würde das gerne mit Ihnen teilen. Musik ist ein sehr persönlicher Ausdruck. Absolut. Es kann Emotionen auf eine Weise vermitteln, die mit Worten manchmal nicht möglich ist. Lass uns gemeinsam eine kleine Musiksession planen, das würde Spaß machen. Lektion 40 – Eine Gegenreaktion gegen den Fortschritt. Es ist besorgniserregend, dass es zu heftigen Gegenreaktionen gegen die Fortschritte kommt, die Frauen in den letzten 20 Jahren gemacht haben. Ja, es ist alarmierend, wie schnell Fortschritte in Frage gestellt oder rückgängig gemacht werden können. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, sich weiterhin für Gleichberechtigung und Frauenrechte einzusetzen. Ich stimme voll und ganz zu. Wir müssen erkennen, wie wichtig es ist, sich gegenseitig zu unterstützen. Es ist wichtig, sich gegen jede Form der Diskriminierung zu stellen und Verständnis zu fördern. Ja. Gespräche wie diese sind wichtig, um das Bewusstsein zu schärfen und Veränderungen voranzutreiben. Gemeinsam können wir etwas bewirken und der Negativität entgegenwirken. Genau. Lasst uns Verbündete sein und uns gegenseitig unterstützen, wo immer wir können. Ich bin voll dabei. Es ist Zeit, aktiv zu werden und eine integrativere Gesellschaft zu fördern. Lektion 41 – Servicewahrnehmung. Mir ist aufgefallen, dass die Empfangsmitarbeiter den Eindruck erwecken, als gäbe es mehr Servicemitarbeiter bei Walmart, als es tatsächlich gibt. Das ist eine interessante Beobachtung.
Es vermittelt den Eindruck eines besseren Kundenservice, nicht wahr? Ja, es kann dazu führen, dass sich ein Geschäft einladender und aufmerksamer gegenüber den Kunden anfühlt. Genau. Wichtig ist aber, dass die tatsächliche Leistung dieser Wahrnehmung entspricht. Absolut. Wenn Kunden nicht die Hilfe bekommen, die sie brauchen, kann das frustrierend sein. Ich stimme zu. Für Geschäfte ist es wichtig, über ausreichend Personal zu verfügen, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Soll man das mit kleineren Kaufhäusern vergleichen? Dort gibt es oft einen persönlicheren Service. Das stimmt. Kleinere Geschäfte können ein persönlicheres Einkaufserlebnis bieten. Achten wir beim nächsten Einkauf auf diese Unterschiede. Lektion 42: Speer werfen. Eine weitere Disziplin ist der Speerwurf, bei dem die Athleten versuchen, einen speerähnlichen Gegenstand so weit wie möglich zu werfen. Das stimmt. Es erfordert Kraft, Technik und Präzision, um bei dieser Disziplin erfolgreich zu sein. Absolut. Es ist faszinierend zu sehen, wie Sportler trainieren, um ihre Würfe zu verbessern. Ja. Die verwendete Technik kann die erreichte Distanz stark beeinflussen. Ich liebe es, die Konzentration und den Fokus in ihren Gesichtern während des Wettkampfs zu beobachten. Es ist aufregend zu sehen, wie sie in einem so wettbewerbsintensiven Umfeld alles geben. Und die Aufregung der Menge trägt zum Adrenalinschub des Augenblicks bei. Auf jeden Fall. Es schafft ein Gemeinschaftsgefühl und unterstützt die Athleten. Lass uns mal zusammen einen Speerwurf-Wettkampf anschauen, das wird spannend. Lektion 43: Sushi-Zubereitung. Ich freue mich schon darauf, Sushi zu machen. Vergiss nicht, dir eine Bambus-Sushi-Matte mitzunehmen, sie ist zum Rollen unerlässlich. Absolut. Diese Matte macht den Vorgang viel einfacher und sauberer, nicht wahr? Ja. Es hilft, feste und gleichmäßige Rollen zu formen, was der Schlüssel zu gutem Sushi ist. Und wir sollten alle restlichen Zutaten zusammensuchen, um sicherzustellen, dass wir alles haben, was wir brauchen. Richtig. Frischer Fisch, Reis und Gemüse sind ein Muss für ein großartiges Sushi-Erlebnis. Sollten wir auch einige Dipsaucen in Betracht ziehen, um den Geschmack zu verstärken? Auf jeden Fall. Sojasauce und Wasabi können den Geschmack des Sushis deutlich verbessern. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Es wird ein lustiges Kochabenteuer. Ja. Lasst uns einen unvergesslichen Sushi-Abend daraus machen. Lektion 44: Vorteile einer Mitgliedschaft. Toll ist, dass der Ort für regelmäßige Besuche erschwinglich ist, das macht ihn wirklich für jeden zugänglich. Auf jeden Fall. Wenn ein Service kostengünstig ist, ermutigt er mehr Menschen, regelmäßig an Aktivitäten teilzunehmen. Und ich habe gehört, dass sie verschiedene Mitgliedschaftsoptionen anbieten, die wirklich attraktiv sein können. Ja, durch die verschiedenen Mitgliedschaftspläne kann jeder das für sich passende auswählen. Genau. Es geht auf unterschiedliche Bedürfnisse und Vorlieben ein und ist somit eine flexible Wahl. Außerdem kann dies bei Mitgliedern, die häufig vorbeikommen, ein Gemeinschaftsgefühl schaffen. Auf jeden Fall. Es ist schön, bekannte Gesichter zu sehen und mit der Zeit Kontakte zu knüpfen. Und diese Verbindungen können zu lustigen Erlebnissen und neuen Freundschaften führen.
Überlegen wir unbedingt, ob wir eine Mitgliedschaft abschließen, es könnte sich lohnen. Lektion 45. Eine Sandburg bauen. Beim Bau einer Sandburg ist es wichtig, mit nassem Sand zu beginnen, um eine solide Basis zu schaffen. Absolut. Nasser Sand hält viel besser zusammen und trägt dazu bei, die Struktur intakt zu halten. Ja, ohne ein solides Fundament könnte die Burg einstürzen, bevor sie überhaupt fertig ist. Genau. Es ist erstaunlich, wie sehr die richtige Technik den Unterschied macht, wenn es darum geht, etwas Schönes zu schaffen. Und durch die richtige Schichtung des Sandes kann das Gesamtbild der Burg verbessert werden. Auf jeden Fall. Es geht darum, sich Zeit zu nehmen und geduldig zu sein. Ich liebe es, dass der Bau einer Sandburg sowohl Spaß machen als auch eine Möglichkeit zur kreativen Betätigung sein kann. Ich auch. Es ist eine tolle Möglichkeit, den Strand zu genießen und gleichzeitig unsere künstlerische Seite auszudrücken. Lass uns bald einen Tag am Strand planen, damit wir gemeinsam einen bauen können. Lektion 46. Die Wirkung eines Schwertes. Haben Sie schon einmal die negativen Auswirkungen von Stress oder Angst erlebt, fast wie ein zweischneidiges Schwert? Ja, manchmal fühle ich mich überfordert und es kommt mir vor, als würde ich gegen mich selbst kämpfen. Genau. Es ist hart, wenn Stress uns entweder motivieren oder zurückhalten kann. Ich stimme zu. Es geht darum, dieses Gleichgewicht zu finden und unsere Emotionen effektiv zu steuern. Manchmal kann es bei der Verarbeitung dieser Gefühle schon hilfreich sein, sie einfach nur anzuerkennen. Ja. Mit jemandem darüber zu sprechen kann einen großen Unterschied machen. Das stimmt wirklich. Die Unterstützung von Freunden kann uns die Last erleichtern. Und es ist wichtig, uns daran zu erinnern, dass es in Ordnung ist, sich manchmal so zu fühlen. Auf jeden Fall. Wir sind alle nur Menschen, und wenn wir unsere Probleme teilen, kann das Verständnis und Mitgefühl fördern. Lektion 47. Farben übereinanderlegen. Beim Malen ist es wichtig, sich Zeit zu lassen. Durch das Schichten und sorgfältige Mischen der Farben können beeindruckende Effekte erzielt werden. Auf jeden Fall. Wenn Sie zu schnell vorgehen, können die Farben schlammig werden und das Ergebnis wirkt weniger gepflegt. Genau. Geduld zahlt sich am Ende wirklich aus, nicht wahr? Ja. Die Tiefe, die die Schichten einem Gemälde verleihen, kann wirklich faszinierend sein. Ich liebe es, wie unterschiedliche Techniken das Ergebnis eines Stücks völlig verändern können. Ich auch. Es ist faszinierend, zu experimentieren und herauszufinden, was für uns am besten funktioniert. Außerdem ist es eine wunderbare Möglichkeit, uns selbst und unsere Gefühle durch Kunst auszudrücken. Genau. Lass uns bald eine gemeinsame Malsession planen, das könnte viel Spaß machen. Tolle Idee. Ich bin gespannt, was wir gemeinsam schaffen. Lektion 48. Job Targeting. Ich stecke im selben Boot wie Sie, die Jobsuche kann eine ziemliche Herausforderung sein. Das kann es wirklich sein. Auf welche Art von Job zielen Sie bei Ihrer Suche ab? Ich suche nach Positionen im Marketing, insbesondere nach Rollen mit Schwerpunkt auf digitalen Strategien. Das klingt spannend. Digitales Marketing ist derzeit ein stark wachsendes Feld. Ja, und ich liebe die Kreativität, die mit der Gestaltung von Kampagnen und der Einbindung des Publikums verbunden ist. Ich kann verstehen, warum Ihnen das gefällt, es verbindet analytische Fähigkeiten mit Kreativität. Genau.
Und ich bin gespannt auf eine Position, in der ich wirklich etwas bewirken kann. Das ist eine tolle Einstellung. Ich bin sicher, Sie werden eine Rolle finden, die perfekt zu Ihren Talenten passt. Vielen Dank. Ich weiß Ihre Unterstützung zu schätzen. Sie ist bei diesem Prozess wirklich hilfreich. Lektion 49. Die Lücke zwischen den Feldern. Es scheint, dass sich Literaten heutzutage immer weiter von Wissenschaftlern und Ingenieuren entfernen. Ja, es ist interessant, wie schwer es manchmal ist, Verbindungen zwischen verschiedenen Bereichen herzustellen. Genau. Nur wenige Wissenschaftler oder Ingenieure scheinen Literatur zu lesen und umgekehrt. Das finde ich schade, denn beide Bereiche haben sich gegenseitig so viel zu bieten. Auf jeden Fall. Die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Literatur könnte zu unglaublichen Innovationen führen. Ja. Es könnte auch beide Bereiche bereichern, indem es ein breiteres Verständnis der Welt fördert. Ich wünschte, es gäbe mehr interdisziplinäre Programme, um diese Lücke zu schließen. Das wäre fantastisch. Durch die Zusammenarbeit können neue Ideen und Perspektiven entstehen. Setzen wir uns für mehr Verbindungen zwischen diesen Disziplinen ein, das könnte aufschlussreich sein. Lektion 50. Die Schönheit von San Francisco. Weiter nördlich stellt die Stadt San Francisco manchmal ein Problem dar. Sie ist einer der schönsten Orte, nicht wahr? Absolut. Die Golden Gate Bridge und die sanften Hügel machen es so malerisch. Ja, und die vielfältige Kultur und Geschichte verleihen der Stadt so viel Charakter. Ich liebe die lebendige Kunstszene dort, sie fängt den Geist der Kreativität wirklich ein. Auf jeden Fall. Es ist ein Ort, an dem Innovation und Tradition nahtlos miteinander verschmelzen. Außerdem ist die Essensszene unglaublich, es ist für jeden etwas dabei. Genau. Ich kann es kaum erwarten, die verschiedenen Viertel und ihre einzigartigen Angebote zu erkunden. Lass uns bald eine Reise dorthin planen, ich würde das alles gerne mit dir erleben. Klingt perfekt. Ich freue mich schon auf unser Abenteuer.